Die Strafverfolgungsbehörden in jedem einzelnen europäischen Land haben umfassende technische Möglichkeiten. Und sie haben auch in den vergangenen Anschlägen belegt, dass sie schon einen Blick auf die Täter hatten. Aber das bedeutet eben noch lange nicht, dass man Terrorismus auch verhindern kann. Denn in freien Gesellschaften haben potenzielle Terroristen ziemlich viele Möglichkeiten, um ihre Taten auszuführen. Also der Glaube, dass man mit noch mehr Überwachung oder sogar dem Unterminieren der Verschlüsselung, die wir essentiell brauchen, als Bürger, aber auch in der Wirtschaft, dass man dadurch den Terrorismus verhindern könnte, scheint mir ein Irrglaube zu sein. Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ein Konzept der verschlüsselten Kommunikation, wo von dem Gerät des einen Kommunizierenden zu dem Gerät des anderen Kommunizierenden eine sichere Verbindung aufgebaut wird. Also nur diese beiden Endpunkte, deswegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, können auf die Inhalte der Kommunikation zugreifen. Ja, der EU-Ministerrat, also die Regierungen der Europäischen Union, haben einen Entwurf für eine Resolution gemacht, in dem sie sich mit der Verschlüsselung auseinandersetzen, insbesondere bei Messengern, und haben dort unter anderem die Idee drin, dass man an diese verschlüsselte Kommunikation ran soll. Praktisch geht es da um WhatsApp oder Threema oder eben andere verschlüsselte Messenger. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Beispiele aus der Vergangenheit, wo man sehen kann, dass insbesondere Messenger eine große Rolle spielen in politischen Bewegungen. Ich denke zum Beispiel an den arabischen Frühling, wo Messenger stark benutzt wurden, um die Revolution zu organisieren. Also im arabischen Frühling haben viele dafür, dass sie über diese Messenger Demonstrationen organisiert haben, mit ihrer Freiheit bezahlt, indem sie danach eingeloggt wurden. Und erst sozusagen im Gefolge der Snowden-Veröffentlichungen haben die großen Anbieter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt. Aus meiner Sicht haben eigentlich verschlüsselte Ende-zu-Ende-Messenger andere Kommunikationskanäle für Informanten und Journalisten bereits abgelöst. Das heißt, man sieht heute, dass viele Journalisten nicht nur in Europa, sondern weit darüber hinaus verschlüsselte Messenger benutzen, um mit ihren Informanten in Kontakt zu bleiben. Das ist aus meiner Sicht heute Standard. Ich denke, das Wissen darum, dass diese Daten auch wirklich Ende-zu-Ende verschlüsselt sind und kein anderer da hineingucken kann, gibt den Menschen Vertrauen und Sicherheit. Und deshalb geht es auch darum, ob man prinzipiell Vertrauen in Technik unterminieren will. Zumal wir auch nicht vergessen sollten, dass wir auf einen jahrelangen Skandal um Behörden, insbesondere Geheimdienste, zurückblicken, die unser aller Kommunikation überwachen. Und da jetzt noch mehr Befugnisse und die generelle Erlaubnis, Hintertüren in verschlüsselte Systeme einzubauen, draufzugeben, halte ich für den falschen Weg. Man sollte sich nicht davon blenden lassen, dass die Strafverfolgungsbehörden natürlich permanent sagen, ja, wir brauchen mehr Befugnisse, sondern man sollte mal darauf blicken, wie viele Befugnisse haben sie schon, was machen sie mit den Daten? Und dann können wir vielleicht in Zukunft mal darüber reden, wo noch Notwendigkeiten bestehen, neue Befugnisse zu schaffen. Man muss sich klar machen, dass es sich hier um einen Entwurf für eine Resolution von den Regierungen der EU, also im EU-Ministerrat handelt. Das heißt, die eigentlichen Gremien, die sich damit weiter beschäftigen werden, um daraus zum Beispiel eine Verordnung zu machen oder eine Richtlinie, die werden dann eher bei der EU-Kommission oder eben im EU-Parlament sein. Das heißt, der Weg ist schon noch relativ weit, bis das bindende Gesetzgebung geben kann. Und da muss man natürlich auch vieles, was jetzt noch vage formuliert ist in diesem Resolutionsentwurf, noch konkretisieren. Aber wir sehen natürlich schon einen sehr langen Prozess, der zu diesem Resolutionsentwurf geführt hat. Die erste Möglichkeit zu intervenieren ist natürlich, sich mit dem eigenen Abgeordneten im Europaparlament in Verbindung zu setzen. Bisher ist ja das Europaparlament noch gar nicht beteiligt. Hier geht es ja um die Regierung der EU, die sich zusammengetan haben für einen Resolutionsentwurf. Aber man kann natürlich schon mal mit dem eigenen Abgeordneten in Kontakt treten und dafür eine gewisse Sensibilität herstellen. Ich rate auch jedem, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, denn die vielen technischen Argumente sind überhaupt nicht neu. Wir haben eine lange Debatte um das Recht auf Verschlüsselung, um das Verbieten von Verschlüsselung, um die Vor- und Nachteile davon. Da kann man sich gerne einlesen. Und ich rate auch jedem, die deutsche Krypto-Charta mal zu lesen, denn Deutschland hat sich bereits verpflichtet, vertrauenswürdiger Verschlüsselung entgegenzuarbeiten.
Wir haben also von der jetzigen Regierung sogar ein Statement dazu, dass sie eine sichere Kommunikation befürwortet und unterstützen möchte. Und diesen Spagat, den würde ich doch gerne mal begründet hören. Und diese ganzen Argumente kann man sich nehmen, um sich einmal selber damit auseinanderzusetzen, aber auch um seinen eigenen Abgeordneten und letztlich auch, wenn man möchte, darüber schreiben, dass man also die Öffentlichkeit darüber informiert. Ähm, Ich denke, in diesem Punkt sollte man nicht klein beigeben. Aber ich sehe natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit darin, dass so im Rahmen, ja, der Probleme, die viele Menschen jetzt in der Pandemie haben, also wirtschaftliche Probleme, aber auch Probleme mit mit der ganzen Isolation, das Thema untergehen könnte. Und deswegen finde ich, dass man sich auch engagieren sollte.